Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mal wieder ein Victorinox Video. Es geht um Griffschalen, besser gesagt geht es um selbstgebaute Griffschalen, dazu später mehr. Victorinox selbst hat sich zu den Griffschalen ja schon einiges einfallen lassen. Ich demonstriere euch das mal kurz am Swiss Champ. Also wir haben eine Pinzette und einen Zahnstocher, das ist mittlerweile die Norm. Bei den neueren Modellen ist auch oftmals ein kleiner Slot mit einer Nadel vorhanden. Der verbirgt sich hinterm Korkenzieher. Und dann hat das Swiss Champ noch einen Kugelschreiber. Das ist schon so einiges. Jetzt ist es so, ich habe auf dem Flohmarkt ein Victorinox ergattert, ein ziemlich altes. Das hatte aber schon neuere Griffschalen, die wiederum sehr schmutzig und zerstört waren. Da kann ich euch das kurz zeigen. Also viele machen das so, dass sie die Griffschalen abnehmen, in einen Angelhaken verstauen oder Speicherkarten, alles was sie halt da so unterkriegen. Es ist natürlich so, dass man die Griffschalen jedes Mal dann so runternehmen muss und irgendwann nutzt sich das alles ab. Ja, die kosten nicht die Welt, die Griffschalen. Man kann sich die neu kaufen, es ist alles kein Problem. Ich wollte dennoch einen anderen Weg gehen und habe mir dann halt selbst was gebaut. Wenn euch das interessiert, dann bleibt bitte dran. Bevor es mit dem eigentlichen Messer losgeht, hier noch der Ursprungsgedanke. Das Messer habe ich schon ziemlich lang, das war vor der Zeit, als ich Videos hochlud. Ja, wie ihr schon seht, die Griffschalen bestehen aus Eisstäbchen und ich habe da so ein bisschen rumexperimentiert. Das hat auch schon in einem anderen Video eine Rolle gespielt, das war der Do-It-Yourself-Clip, darum geht es aber heute nicht. Ich nahm Eisstäbchen und habe die teilweise drauf gesteckt, teilweise auch verklebt. Es hat wirklich sehr gut funktioniert. Also ich war ganz überrascht. Man bringt auch ein bisschen was unter. Ich habe jetzt hier eine Beilackscheibe, dann eine Büroklammer und einen Angelhaken. Und auf der anderen Seite habe ich die Pinzette verstaut. Ach ja, hier ist noch eine kleine Feile. Ja, also es war ein bisschen Spinnerei, muss ich sagen. Hier sind ungefähr 2 Meter Schnur und da ist noch ein Bleistift. Es geht noch weiter. Ich habe noch einen Draht reinbekommen und hier ist ein Zahnstocher. Auf der anderen Seite, wo dieser Haken ist, habe ich eine Nadel rein. Ja, also das war schon so einiges, was man da unterbringen konnte oder kann. Aber so ganz glücklich war ich trotzdem nicht. Ich habe mir gedacht, es muss irgendwas anderes her. Jetzt habe ich mir ein Stück Buche genommen und, wenn ich sie auseinander bekomme, 2 Magneten. Und ihr könnt euch vielleicht denken, wie das weitergeht. Das Prinzip dahinter war denkbar einfach. Ich habe im Internet Magneten entdeckt, die sehr flach sind und innen ein kleines Loch haben. Die kommen dann einfach auf die Vernietung vom Messer drauf und dann baut man sich noch die Griffschalen und fertig. Das kam dabei raus. Man sieht, da gibt es schon ein paar Parallelen zum Vorbild. Allerdings ist es doch ganz anders. Ich fange mal an. Ich habe hier am Korkenzieher 2 kleine Magnete, die haben auch ein Loch, die habe ich da befestigt. Dann die Schnur. Das sind auch ungefähr 2 Meter. Ich mache die mal kurz ab. Und unter der Schnur befindet sich Gaffertape. Ungefähr 60-70 cm habe ich da aufgewickelt auf so ein dünnes Röhrchen. Im Röhrchen drin wiederum ist ein Wattestäbchen und im Wattestäbchen ist eine Nadel. Ja, und jetzt geht es dann eigentlich los. Also, wie erwähnt, habe ich Magnete da dran gemacht. Die habe ich mit 2 Komponentenkleber verklebt. Ich werde euch das später in einem Tutorial nochmal zeigen. Hier drin ist jetzt Zunder, ein bisschen Klebstoff, ein kleiner Bleistift, ein Draht und ein Feuerstahl. Also das sind alles schon mal Sachen, die man so brauchen kann. Beim Klebstoff muss ich euch kurz zeigen. Da handelt es sich einfach nur um diese Klebepatronen,
Da habe ich mir ein ganz kleines Stück abgeschnitten. Wenn man die mit dem Feuerzeug heiß macht, dann hat man wie flüssigen Kleber. Ja. Dann hier noch eine Büroklammer, hätte ich fast vergessen. Und jetzt die andere Seite. Hier ist noch ein kleiner Magnet, eine Skalpellklinge. Oh, der Magnet, der ist ganz schön listig. Und hier haben wir dann so ein ganz kleines Package, wo alles Mögliche drin ist. Also 2 Angelhaken habe ich hier drin, eine Nadel, ein Zahnstocher, eine Pinzette, dann ungefähr 2 Meter Bindfaden von jeder Sorte, von Rot und von Schwarz. Ja, also ich finde, das ist schon gar nicht so schlecht, was man hier so unterbringt. Wie erwähnt, ich zeige euch jetzt ein Tutorial. Wer daran Interesse hat, dann kann man sich das jetzt hier nochmal angucken. Vorneweg, es besteht natürlich Verletzungsgefahr, deswegen bitte Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Für die Durchführung des Projektes nahm ich ein passendes Stück Buchenholz. Die Höhe sollte mindestens 1 cm betragen. Ich habe mir eine 10er Packung mit Neodym-Magneten besorgt. Die Abmessungen 12 mm Durchmesser, 6 mm Innendurchmesser und 2 mm Höhe. Weiterhin verwendete ich einen Feinbohrschleifer mit diversen Bohr- und Schleifaufsätzen, diverse Feilen und Schleifpapier mit verschiedenen Körnungen, Hohl- und Stechbeitel, eine Zugsäge, einen kleinen Hammer, 2 Komponentenkleber, es würde aber auch Sekundenkleber gehen. Denkt bitte daran, ich bin kein Profi-Handwerker. Man kann das natürlich auch besser machen, wenn man das richtige Werkzeug dazu hat, aber der Weg ist das Ziel. Und los geht's. Zuerst benötigen wir die alten Griffschalen als Vorlage. Die Umrisse werden auf das Holz übertragen. Achte darauf, dass die Griffschalen richtig aufliegen, also so wie im Bild zu sehen. Zeichnet auch die Umrisse der beiden äußeren Vernietungen des Messers auf. Anhand der Umrisse der Vernietungen richten wir die Magneten aus und zeichnen diese ebenfalls auf. Zum Schluss kommt noch der Umriss des späteren Hohlraumes. Das kann man auf diesem Bild gut sehen. Mit dem Feinbohrschleifer habe ich hier die Umrisse des Hohlraums schon mal grob vorgearbeitet. Das ist sicher nicht die eleganteste Methode, aber ich habe nichts anderes. Eine Fräsmaschine würde diesen wie auch den nächsten Schritt enorm erleichtern. Die Vertiefungen für die Magnete habe ich unter Zuhilfenahme einer relativ gut passenden Beilagscheibe gefräst. Die Magnete haben einen Außendurchmesser von 12 mm, die Beilagscheibe einen Innendurchmesser von 13 mm. Die Magnete sollten relativ bündig versenkt werden. Als nächstes habe ich mich mit Stech- und Hohlbeiteln wieder dem Hohlraum gewidmet. Gelegentlich habe ich ein wenig mit einem kleinen Hammer nachgeholfen. Buche ist ein relativ hartes Holz. Mit einer Zugsäge habe ich das Stück Holz geteilt. Für die Aussparung, die für den Korkenzieher vorgesehen ist, setzte ich mehrere kleine Schnitte und schlug diese vorsichtig mit Hammer und Stechbeitel aus. Man kann jetzt schon ganz gut erkennen, wo die Reise hingeht. Der nächste Schritt ist das Verkleben der Magnete. Hierfür habe ich einen 2-Komponentenkleber genommen. Sekundenkleber würde auch funktionieren, aber der 2-Komponentenkleber härtet langsamer aus, was für die genaue Anpassung der Griffschalen an den Messerkorpus von Vorteil ist. Und so sieht das Ganze jetzt in der Rohvariante aus. Ja, jetzt kommt noch die Feinarbeit mit diversen Feilen und Schleifpapieren. Und nach ein wenig Feintuning sieht das Ganze dann so aus. Zum Testen habe ich schon mal eine Griffhälfte mit Kürbiskernöl eingerieben. Ich wollte einen etwas dunkleren Farbton, deswegen Kürbiskernöl. Die Griffhälften sind jetzt etwa 8,5 mm hoch, deswegen habe ich nochmal den Hohlraum etwas nachbearbeitet. Man sieht hier, dass ein Feuerstahl locker reinpasst. Ja, und das war es dann auch schon. Fertig sind die Do-it-yourself Griffschalen mit besonderen inneren Werten. Also ich bin mit dem Resultat wirklich sehr zufrieden. Ich habe hier allerhöchstens einen halben Millimeter Spiel. Und die Spaltmaße sind auch vollkommen okay. Es liegt gut in der Hand. Es ist ein richtiger Handschmeichler geworden. Ja. Und
Und was natürlich ein weiterer Vorteil ist, man kann die Griffschalen auf jedes 91er Modell draufhauen. Das ist jetzt zum Beispiel ein Spartan, funktioniert einwandfrei. So, das war das Tutorial. Am Ende des Videos haue ich euch wie gewohnt noch mal ein paar Bilder von dem Messer rein. Werde euch zeigen, was da alles reinpasst. Ihr könnt natürlich auch andere Sachen drin verstauen. Ich finde, das ist ja, ein ganz schöner Umbau. Also mir gefällt es ganz gut. Es ist was Einzigartiges. Es hat nicht jeder. Wenn man ein bisschen handwerklich geschickt ist, ist es auch kein größeres Problem, das hinzubekommen. Und ich finde, man kriegt dann schon wirklich auch jede Menge unter. Also es lohnt sich. Okay, dann kann ich mich bloß für eure Aufmerksamkeit bedanken. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, eure Chaos Werkbank.